Du möchtest die schönsten Aussichten von Kopangan erleben. Wir zeigen dir, wo man diese findet und wie man dorthin kommt. Viel Spaß und let's go! Einen wunderschönen guten Morgen von Kopangan. Wir haben jetzt kurz nach 6 Uhr morgens. Der Dschungel ist voller Leben, richtig schön und wir nutzen den Tag heute, um euch die 3 unserer Meinung nach schönsten Viewpoints von Kopangan zu zeigen. Und wie schon erwähnt, möchten wir nicht nur den Viewpoint für sich zeigen, sondern auch, wie kommt man dorthin. Und am Ende lohnt sich das Ganze wirklich, denn es gibt ja auch so Orte, wo man Beschreibungen liest, sich denkt, okay, könnte gut sein und am Ende des Tages denkt man sich, naja, hätte man sich sparen können. Und um genau das vermeiden zu können für eure nächste Reise, machen wir jetzt dieses Video. Ich würde sagen, schwingen wir uns aufs Moped und los geht's zu Viewpoint Nummer 1. Von Dong Sala fährt man ca. 40 Minuten mit dem Roller quer über die Insel. Umso früher man unterwegs ist, desto besser. Wir empfehlen euch einen Start zwischen 6:30 Uhr und 7 Uhr morgens. Die Straße endet bei der Abfahrt zum Bottle Beach, wo ihr auch den Roller parken könnt. Von hier ist es nur eine kurze Wanderung, erst über einen Weg, dann biegt man links ab und folgt einem schmalen Dschungelpfad immer geradeaus, bis man nach einem kurzen steilen Stück auf eine Ebene kommt, wo man zum ersten Mal das Meer sehen kann. Hier folgt man dem Wegweiser. Nach einem kurzen Stück erreicht man auch den Felsen vom Bottle Beach Viewpoint. Hier kann man rechts oder links nach oben klettern. Ab hier muss man wirklich vorsichtig sein. Wir raten euch, zieht auf alle Fälle möglichst rutschfeste Schuhe an. Das sind die letzten Meter zur besten View. Welcome am Bottle Beach Viewpoint.
Also ich glaube, das jetzt ist jetzt nicht mehr cool. Ich glaube, das sollte man nicht mehr auffahren. Was meinst du? Na, fuck. Allein fahre ich da schon auf. Na. Weil du bist nicht viel. Wir sind nun knapp 25 Minuten vom ersten Viewpoint zum zweiten gefahren. Und zwar jetzt befinden wir uns im Süden auf der Insel, und zwar genau gesagt in Hadrin. Und wir schauen uns jetzt den Hadrin Rock Viewpoint an. Da soll man eine sehr schöne Aussicht auch auf Koh Samui haben. Genau jetzt fliegt der Flieger drüber. Warte ganz kurz. Wir sind jetzt mit dem Roller hier fast ganz raufgekommen, also ist ein bisschen ein holpriger Weg. Ich würde sagen, wenn man einen Roller hat, hier und hierher kommen möchte, mindestens einen 160er nehmen, speziell wenn man zu zweit ist, weil sonst wirst du ein Problem haben mit der Anfahrt. Und wir haben jetzt ja ein ziemlich steiles Stück hier zum Gehen. Schauen wir mal, ob man das sehen kann. Sieht jetzt nicht so steil aus, geht aber so rauf hier. Und wir gehen jetzt mal die paar Meter. Ich hoffe, wir sind dann in 5, 6, 7 Minuten oben und werden hoffentlich mit ein paar wunderschönen Views aufs Meer und auf Koh Samui belohnt. Bis gleich. So, nach einer halben Stunde schwersten Aufstieg. Nee, wir sind noch nicht ganz oben, wir sind jetzt 2 Minuten gegangen, aber bevor wir zum Viewpoint da oben kommen, haben wir hier was entdeckt. Schaut euch mal an, wie nice das überhaupt ist. Wonderful. Direkte View nach Koh Samui. Ich glaube, da sieht man sogar unsere alte Villa, wo wir gewohnt haben. Wir sind hier mitten im Dschungel auf so einem kleinen Pfad, aber sehr, sehr schön. Und ich habe schon gehört, Mario hat hier zu mir gerufen, das ist sehr, sehr cool. So bin ich gespannt, was uns da vorne erwartet. Wieder eine ziemlich gefährliche Partie da. Yay, wir sind angekommen. Wow. Also das lohnt sich hier wirklich. Und der Zustieg ist um einiges einfacher als bei Viewpoint Nummer 1. Ich bin sehr dankbar, meinen Schatz. Der macht das nämlich trotz Höhenangst immer mit mir mit. Und jetzt haben wir die nächste Challenge. Wir sind gespannt, ob wir hier mit der Drohne starten können. Wir haben hier Einflugschleife vom Koh Samui Airport. Deswegen fingers crossed und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt dann, die Drohne ist in der Luft, also es gibt hier kein Problem mit Autorisierungszone oder sonst was. Wir hatten das Problem ja auf Koh Samui das ein oder andere Mal. Hier ist es nicht so, also hier kann man das ganz normal ohne Probleme machen. Wir genießen hier die Aussicht, wir sind auch ganz alleine hier, also es ist wirklich außer uns niemand hier. Und das ist schon sehr, sehr schön, nachdem wir Hauptsaison haben und es auch nicht mehr so früh am Tag ist, ist das nicht wirklich selbstverständlich. Deswegen ist es umso schöner. Und ja, genießt mit uns einfach ein bisschen diese wunderschöne Aussicht.
wir waren jetzt roundabout eine halbe Stunde oben am Hadrian Rock Viewpoint. Jetzt sind wir wieder an dem ersten Viewpoint, den wir euch vorher gezeigt haben. Und ein Must-Have, was wirklich jeder bei sich haben sollte, wenn ihr zu diesen Viewpoints geht, egal welcher, ist ein Mückenspray, eine Mückencreme oder whatever, weil die Mücken fressen euch ansonsten hier wirklich quasi auf. Ja, das wollte ich jetzt noch ganz kurz erwähnen. Wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach unten und werden uns jetzt am Nachhauseweg irgendwo ein nettes Café suchen, um mal ein kleines Frühstück zu genießen. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen, das ist mir gerade jetzt eingefallen am Weg nach unten. Achtet darauf, dass ihr wirklich gute Schuhe anhabt. Egal welchen Viewpoint ihr besucht, es ist immer vom Vorteil, gute Schuhe bei sich zu haben. Es ist nämlich teilweise sehr, sehr rutschig, sehr steil und ja, speziell wenn man oben an dem Felsen herumklettert, ist es nicht wirklich ratsam, das mit Flipflops, Sandalen oder Crocs zum Beispiel zu machen. Demnach empfehlen wir euch Turnschuhe und ja, jetzt geht's aber los Richtung Frühstück. Sound system in place. Wir haben jetzt einen kleinen Stopp eingelegt, hier beim Blue Oceans Café. Das ist direkt an der Hauptstraße in Richtung Hadrian. Falls ihr hier in der Gegend seid, solltet ihr das auf alle Fälle ansehen, weil man hat eine absolut traumhafte Aussicht. Und wir werden uns jetzt ja, ein bisschen erfrischen und dann geht's ab nach Hause. Eine Sache wollte ich mit euch unbedingt noch teilen in diesem Video, und zwar das Thema Essen bestellen hier auf Koh Phangan. Es ist ja so, dass es hier nicht diese Delivery-Apps wie Grab oder Foodpanda gibt, wie man sie von Koh Samui kennt, aber es gibt hier die App Koh Phangan Delivery. Und die habe ich jetzt gleich mal ausprobiert, weil es mich einfach interessiert hat, wie das hier klappt. Und ich muss sagen, es klappt einwandfrei und super schnell. Es gibt zig Möglichkeiten, was man sich bestellen kann. Ich blende euch das hier auf der Seite mal kurz ein. Man kann sich Einkäufe nach Hause bestellen, alle möglichen Kategorien an Essen. Man kann Geschenke bestellen oder liefern lassen. Also wirklich genial. Ich habe mir hier jetzt vom Eatco eine Bowl geordert. Die werde ich jetzt mal genießen und dann sehen wir uns später wieder, wenn es aufgeht zu Viewpoint Nummer 3. Wir haben uns etwas frisch gemacht und haben den Nachmittag über hier in unserer Unterkunft ein bisschen gearbeitet. Und nun ist es Zeit für Viewpoint Nummer 3 in diesem Video. Und zwar haben wir uns den speziell deshalb für den Schluss aufbehalten, weil man dort wohl einen der schönsten Sonnenuntergänge von Koh Phangan sehen kann. Wir waren selbst noch nie dort. Wir sind sehr gespannt, was uns dort erwartet. Das Navi sagt, wir brauchen hier von unserer Unterkunft roundabout 20 Minuten dorthin. Ich würde sagen, schauen wir, was uns dort erwartet. Single door, I surrender. Wir haben es fast geschafft, allerdings ist der letzte Teil der Zufahrt zu diesem Viewpoint etwas tricky. Ich blende euch das hier ein. Ihr müsst von der Hauptstraße dort abfahren, wo man zum Koh Mah Viewpoint kommt. Der Koh Mah Viewpoint ist beschildert und dann müsst ihr der Straße folgen, auch wenn die Straße so aussieht, als würde die nirgends hinführen. Glaubt mir, es geht. Allerdings, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, so wie Mario und ich, dann braucht ihr mindestens ein 150er Bike, ansonsten schafft ihr das hier nicht die Straße hoch. Teilweise ist die Straße sehr kaputt, es sind viele Löcher und sie ist teilweise sehr steil, inklusive Sand auf der Straße, also auch noch rutschig. Ich bin jetzt 2 Kurven vor dem Viewpoint und ich würde sagen, let's go und mal sehen, ob der Mario schon oben ist. Ich bin angekommen am Parkplatz vom 420 Viewpoint und Mario ist auch da, der ist gerade noch mit der Drohne unterwegs. Von hier geht es noch ein paar Schritte zu Fuß rauf und wir sehen uns dann oben.
uns jetzt den Fort 20 Viewpoint ein bisschen angesehen und ich habe gesehen, es gibt hier auch noch einen zweiten Parkplatz. Und zwar ist der einmal auf der anderen Seite in so einer verlassenen Ruine, könnt ihr den finden. Allerdings ist die Straße hierhin nochmal um wirklich einiges steiler, als es die andere Straße schon war. Also ob man hier wirklich gut hochkommt, ich habe keine Ahnung, auch wie der Weg weiter unten aussieht. So sieht hier die Parking Area aus. Also wie gesagt, wir befinden uns quasi unter einer Villa-Ruine oder was auch immer das mal war, keine Ahnung. Da könnt ihr dann die ganzen Bikes parken. Der Viewpoint an sich ist wirklich sehr schön. Es ist aktuell sehr, sehr viel los. Also es ist wirklich voll hier. Wundert mich allerdings nicht. Die Aussicht ist einfach traumhaft und der Sonnenuntergang ist wirklich einfach wow. Ich zeige euch jetzt noch ganz bisschen die Umgebung hier und Mari und ich werden uns jetzt mal mit einem kühlen Drink etwas erfrischen. Das war eher ein kurzer Auftritt hier im Fort 20 Viewpoint. Wir wollten jetzt eigentlich noch eine Kleinigkeit trinken hier, aber wir hätten quasi wahrscheinlich 20 Minuten gewartet. Es ist wirklich sehr, sehr viel los. Wie gesagt, ich kann es verstehen, es ist wirklich ein unglaublich schöner Platz. Was noch zu sagen ist, es ist der absolute Gegensatz zu dem Bottle Beach Viewpoint und auch ein absoluter Gegensatz zum Viewpoint Nummer 2, die ja sehr, sehr naturbelassen sind, wo quasi wirklich gar nichts ist. Hier hat man den Vorteil, man kommt einen kühlen Drink, was zu essen und hat coole Musik, hat auch viele Leute. Wem das gefällt, der ist hier absolut richtig. Und wie gesagt, die Aussicht, es lohnt sich wirklich mal hierher zu kommen. Vielleicht ist es schlau, nicht erst zu Sonnenuntergang hierher zu kommen, sondern vielleicht auch etwas früher, dann ist es vielleicht noch nicht so überfüllt. Was ich auch noch erwähnen möchte, wenn ihr hierher kommen wollt, dann denkt auf alle Fälle an Mückenspray. Die Mücken kommen nämlich quasi so eine Stunde vor Sonnenuntergang raus und sind dann quasi so bis eine Stunde nach Sonnenuntergang aktiv. Also wir wurden gerade ziemlich extrem zerstochen. Deswegen, kleiner Tipp für euch, nehmt euch unbedingt Mückenspray mit. Aber wir werden jetzt auf alle Fälle noch irgendwo uns einen Spot für ein Dinner suchen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch ein paar coole Impressionen von den Viewpoints auf Koh Phangan hier lassen. Es sind natürlich nicht die einzigen Viewpoints. Ich verlinke euch noch ein, zwei unten in der Infobox. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, falls ihr schon an einem von den Viewpoint wart oder auch an einem anderen Viewpoint wart, wie euch das gefallen hat. Somit sagen wir danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche zu einem neuen Video wieder einschaltet und sagen Tschüss. Bis dann.